Meine Damen und Herren, ich wünsche in Schweigen bleiben, weil das ist so schwer, richtige Worte finden und Danke zu sagen. Ich möchte bedanken, ich möchte Deutsch-Arabische Gesellschaft bedanken, ich möchte Michael Lüders und Moritz Bock bedanken. Ich möchte besondere Danke sagen zu Minister Sigmar Gabriel. Ich brauche Zeit haben, eine Laudatio zu halten für Sie und zu sagen, wie wichtig Sie sind für die Geschichte von Europa. Ich denke für die Zukunft von Deutschland und von Europa. Und ich möchte unsere Botschafter, italienische Botschafter Pietro Benassi bedanken und Eta Scolo, nur Eta Scolo bedanken. Sängerin, wunderschöne sizilianische, italienische Sängerin, kommt aus Catania, aber wir kommen alle. Wir kommen alle. Auch die Leute, die aus Catania kommen, nicht aus Palermo. Und ich möchte sagen, das ist eine Freude, eine Ehre, hier zu sein. Und ich denke, dass ich muss über wie aktuell Friedrich II. Von Hohenstaufen ist heute in Europa. Wie aktuell ist heute in Deutschland, wie aktuell ist heute in Italien und in Palermo Friedrich II. Warum ich denke, dass Friedrich II. Ist so aktuell? Er ist so aktuell, weil er hat Beweis gegeben, dass Änderung ist möglich. Es gibt ein typisches sizilianisches Sprichwort, der so läuft: Con nasce turno un po' morire quadrato. Ich muss auf Italienisch übersetzen. Chi nasce rotondo non può morire quadrato. Wer rund geboren ist, kann nicht quadratisch sterben. Falsch. Falsch. Wer rund geboren ist, kann auch quadratisch sterben. Danach, ich denke, die Botschaft von Friedrich II. So aktuell ist, dass Politik kann eine Vision sein. Muss eine Vision sein. Ich denke, der Friedrich II. Hat eine Vision. Und Gewalt mit Vision ist Zukunft. Gewalt ohne Vision ist Kriminalität. Und noch Kultur. Was ist Kultur für Friedrich II.? Was ist Kultur heute für uns? Kultur ist Zusammenleben. Zusammenleben. Eine musikalische Note ist keine Kultur. Do ist keine Kultur. Re ist keine Kultur. Eine Letter der Alphabet ist keine Kultur. A, P, R. Eine Farbe ist keine Kultur. Viele musikalische Noten sind ein Konzert. Kultur. Viele Letter des Alphabets sind eine Worte, viele Worte ein Buch, Kultur. Viele Farben sind ein Bild. Was passiert in Kunst braucht, das ist Politik, braucht in menschlichen Verhältnissen passieren. Deswegen Kultur ist das Zusammenleben. Und ich bin stolz zu sagen, dass in Palermo der Hund, die Katze und die Maus spazieren gehen zusammen. Das heißt, dass wir sind wie ein Mosaik mit verschiedenen Steinstücken, verschiedenen Farben, verschiedenen Dimensionen und in Harmonie mit Leben. Ich denke, dass Friedrich II. Hat diese Botschaft zu uns gegeben. Noch eine andere aktuelle Botschaft. Kann man religiöse Glaube haben und frei bleiben? Ich bin Katholiker, niemand ist perfekt, aber ich bin voll gegen Vatikan. Was hat zu tun Vatikan mit meinem religiösen Glauben? Nichts. Aber der Papst, ich denke, dass wir den Namen von Jesus Christus Vatikan kaputt machen. Ich denke, dass Friedrich II. Es war katholischer, zweimal exkommuniziert. Zweimal, nicht nur ein, zwei. Und Innocenzo III. War der Papst. Costanza d'Altavilla, die Mutter, hat gedacht, dass
der Papst könnte Sorge haben für 4 Jahre alt Friedrich II. Und Costanzo Tavilla hat gedacht, dass auch Pietro Arcellano könnte Sorge haben für Friedrich II. Meine Familie ist die Familie von Pietro Arcellano. Meine Mutter kommt aus Pietro Arcellano. Das heißt, dass Friedrich II. Ist ein bisschen zu Hause, nach so vielen Jahren. Und der Papst hat Sorge für Bildung von Friedrich II., aber er ist zweimal kommuniziert. Weil ich denke, dass wir müssen sagen und wiederholen, das kann man nicht im Namen von Gott Mauer bauen. Das ist, was passiert. Und noch ich denke, dass alle, was ich gesagt habe, sind Alternativen zu, was ich nenne, kultureller Populismus. Friedrich II. War nicht ein kultureller Populist. Er hat eine Vision, er hat Respekt für die Zeit. Wer ist ein Populist? Ich spreche nicht über die Partei. Ich kenne Populisten in jeder Partei. Wer ist Populist? Besonders, ich denke, das ist so aktuell in Deutschland, so zu sprechen. Ich finde Populist in jeder Partei. Wer ist Populist? Populist ist, wer denkt, dass es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Populist erlebt in ewiger Gegenwart. Populist hat keinen Respekt für die Zeit. Deswegen Populist denkt, dass Änderung braucht keinen Konflikt, keine Zeit. Sofort. Das heißt Slogan und Tweet. Ein Populist denkt, dass Änderung braucht keine Zeit. Kann man sofort ändern. Das ist voll falsch. Die Geschichte von Palermo. Und jetzt ich möchte über Palermo sprechen. Im Namen von Friedrich II. Es gibt keine Stadt in Europa so kulturell verändert wie Palermo in den letzten 40 Jahren. Ich weiß. Kann man sagen, dass Berlin ist verändert? Kann man sagen, dass Moskau ist verändert? Praga, Vilnius, Riga. Aber diese Städte sind verändert in Verbindung mit institutioneller Veränderung, mit internationaler Veränderung. Ende von Sowjetunion, Einheit von Deutschland, Fall Berliner Mauer. Wir sind verändert in Palermo ohne Verfassungsveränderung. Das heißt, wir sind kulturell im Kopf verändert. Palermo war Hauptstadt der Mafia, ist heute Hauptstadt der Kultur. Und wir haben in Palermo diese Tage in Palermo, in diesen Monaten, Manifeste. War Manifest 2014 in St. Petersburg, 2016 in Zürich, ist dieses Jahr in Palermo, wird in 2020 in Marseille sein. Das heißt, dass Palermo ist voll verändert, als kulturell verändert. Wir müssen bedanken, wer im Kampf gegen die Mafia gekommen ist. Wir müssen bedanken, wer war Atheist und Kommunist. Ich war Atheist und Kommunist. Niemand ist perfekt. Aber ich bin nie Atheist gewesen. Ich bin nie Kommunist gewesen. Aber ich war gegen die Mafia. Das heißt gegen die katholische Bischof, die Mafiosi waren. Deswegen ich war Atheist genannt. Ich war ein Kommunist genannt. Niemand ist perfekt. Ich bin nie Kommunist gewesen. Und ich war gegen unsere Regierung, Minister. So, ich war ein Kommunist. Weil die Mafia hat die Gesichter des Staates. Und Kampf gegen die Mafia war Kampf gegen was normal war. Seit wann ich bin Oberbürgermeister von Palermo gewählt, normalerweise Bürgermeister von Palermo waren Freunde vom Mafia-Boss. Ich muss bereit sagen,
Das war nicht Freunde vom Mafiaboss. Er war der Mafiaboss. Gleichzeitig Oberbürgermeister von Palermo und Mafiaboss. Verstehen Sie, wie schwer war, frei zu sein? Wir müssen bedanken, natürlich. Wer hat das Leben verloren? Aber wir müssen bedanken Zivilcourage, aber wir müssen die Mafia bedanken. Hat zu viel ermordet. Und die Leute haben gesehen, gesprochen und gehört. Bis wann die Mafia hatte nicht so viel ermordet, die Leute sind in Schweigen geblieben. Ich denke, dass diese dramatische, positive Konsequenz von Gewalttätigkeit der Mafia ist ein bisschen wie in Deutschland. Ich denke, dass Deutsche nach Adolf Hitler sind besser geworden als vor Adolf Hitler. Ich denke, dass heute die Muslime nach Osama Bin Laden, nach Islamic State sind besser geworden. Sie müssen denken, was bedeutet, eine Identität zu haben und andere Identität zu respektieren. Ich denke, dass heute Palermo ist eine Stadt, Hauptstadt der Kultur geworden und ich bin stolz, Oberbürgermeister von Palermo zu sein, wo ein Priester, Don Pino Puglisi, eine Freundin von mir, geboren ist und ermordet wurde. Er war nicht gegen die Mafia. Er nur wollte eine Schule haben für die Kinder. Und Mafia-Boss hatten mehr Angst für eine einfach arme Priester, ohne Waffen, als vor die Waffen der Polizisten, als von den Verurteilten vom Justizsystem. Sie haben ermordet und der Papst, der wird am 15. September in Palermo kommen, Papst Franzis, der Papst hat erklärt Beate. Und zu vergessen die Bischöfe, die in der Vergangenheit Mafiosi waren. Und zu sagen, dass auch die katholische Kirche hat verstanden, dass Änderung ist möglich. Und ich bin stolz, weil ich bin Bürgermeister von dieser Stadt, wo Don Pino Puglisi geboren ist. Aber ich bin auch stolz, weil wir organisieren in Palermo die größte Gay Pride in Südeuropa. Menschenrechte. Und letzte Jahre, wir haben organisiert eine Gay Pride und Thema war Homosexualität und Migration. Menschenrechte sind Menschenrechte. Es ist so einfach für meine Freunde Homosexuelle sagen, wir wollen unsere Rechte respektiert. Ich bin dafür. Und respektieren Sie die Rechte von Migranten? Darf ich zu meinen Migrantenfreunden sagen, ich respektiere die Rechte von Migranten. Aber darf ich fragen zu Migranten, die Rechte von Homosexuellen zu respektieren? Deswegen, Palermo ist besser als Italien geworden. Weil wir sollten eine Reaktion haben gegen unsere Schande, die Mafia. Und heute, als Bürgermeister so spricht, bekommt viele Stimmen, ist wiedergewählt, erste Tage. Und Salvini liest gegen mich, hat 1% bekommen. 1%. Und als man fragt, wie viele Migranten sind in Palermo, ich antworte nicht 90.000, 100.000, ich antworte keine. Wer wohnt, wer lebt in Palermo, ist Palermitaner. Der Bürgermeister macht keinen Unterschied zwischen wer in Palermo geboren ist und wer in Palermo lebt, wohnt. Und wir müssen denken, dass Mobilität ist ein Menschenrecht. Wir sind voll gegen Aufenthaltsgenehmigung. Aufenthaltsgenehmigung ist neue Sklaverei, ist neue Todesstrafe. Wir werden einen neuen Nürnberger Prozess haben. Ja. Wir hatten Heste,
gegen Nazifaschismus, gegen Italiener und Deutsch, für Genozid, für Massenmordung. Wir werden einen zweiten Prozess haben für Genozid im Mittelmeer. Unsere Großvater, unsere Großmutter könnten sagen, wir wissen nicht. Wir können nicht sagen, wir wissen nicht. Und ich denke, was brauchen wir, Europäische Union, als kann nicht direkt die Menschenrechte respektieren. Ich habe einen großen Respekt für die Schweiz. Die Schweiz hat entschieden, eine geschlossene Stadt zu sein. Kein Problem. Es ist eine freie Entscheidung. Aber wir haben eine andere Entscheidung. Weil Leute, Politiker, wirklich Eversive, wirklich Terroristen, wie Adenauer und De Gasperi, haben gedacht, dass wir müssen Staaten überpassen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir müssen Europäische Union zu bauen. Und die Europäische Union braucht eine Vision zu haben, eine Vision zu sein. Wir können die Europäische Union haben ohne einen Staat in Euro, kein Problem. Wir können die Europäische Union haben ohne einen Staat in Schengen, kein Problem. Aber wir können nicht eine Europäische Union, die nicht die Menschenrechte respektiert. Wir sind in einem wichtigen Punkt. Und wir müssen die Migranten bedanken. Weil die Bedanken erinnern uns unsere Menschenrechte. Ich habe einen wunderschönen Brief bekommen. Eine Mädchen, eine Parlamentarierin, der musste in Radstuhl leben. Er hat zu mir geschrieben, Herr Bürgermeister, danke. Seit du willkommst zu Migranten, ich fühle mich weniger verschieden, mehr egal, mehr normal. Weil die Migranten sind nützlich für unsere Menschenrechte. Und als ein Doktor aus Palästina, der war 4 Jahre lang ein Illegal, ohne Aufenthaltsgenehmigung. Und endlich ist Doktor geworden und er ist Doktor in Krankenhaus, in offensive Krankenhaus in Palermo gewesen. Ich gratulierte mit einer Presserelease. Ich gratuliere mit Dr. Adam Davarsha. Der hat gestohlen. Ein Job zu einem Doktor Palermitaner, der war unter Schutz von einer korrupten Politiker. Bürgermeister erwartet mich. Wir brauchen Migranten, um Merit wieder zu promovieren, zu fördern. Wir brauchen Migranten. Ohne Migranten, wir haben keine Zukunft. Keine Zukunft. Aufenthaltsgenehmigung ist neue Sklaverei. Aufenthaltsgenehmigung ist neue Todesstrafe. Ich weiß, es war eine lange Reise, frei von Todesstrafe zu sein. Ich erinnere, das Vatikan hat formelle Todesstrafe geschaffen nur an 2001. Bis 2001. Vatikan könnte nicht Mitglieder der Europa zu sein, für Grund in Verbindung mit Respekt von Recht zu leben. Vatikan. Erdogan ja, Papst nein. Verstehen Sie? Und das heißt, ist wirklich nicht so leicht, frei von Todesstrafe zu sein. Sklaverei. Muss ich erinnern, dass Voltaire, berühmter Philosoph, es tut mir leid, wir sind eine französische Kirche, ein berühmter Philosoph, er hat gekauft, er verkauft Menschen, er war ein Philosoph. Ich denke, das wird eine lange Reise, frei von Aufenthaltsgenehmigung zu sein. Aber wir sind unterwegs. Und wir denken, dass die Zukunft der Welt hat 2 Namen. Google und Ahmed. Google
virtuelle Verbindungen. Und Ahmed oder Sarah oder Luca, Flüchtlingen, menschliche Verbindungen. In Palermo wir versuchen, beide in Harmonie zu haben. Weil ohne Google haben ist eine Tragödie. Das heißt ewige Gegenwart. Nur Google ist ewige Gegenwart. Aber wir brauchen eine Kombination haben zwischen dem menschlichen Verhältnis und virtuellen Verhältnis. Und wenige Leute kennen, dass Palermo ist mit Milan beste gekabelte Stadt in mittelmeerischer Area. Mit Milan. Deswegen wir sind ein exciting and safe. Exciting and safe. Interessant und sicher. Als eine Muslime kommt, der könnte gefährlich sein. Die Muslime, die in Palermo wohnen, rufen sie mich an. Ich rufe Polizei. Sie schützen ihre Stadt vor ihrer Religion, ihr Heimatland. Es passierte nicht in Ballier in Paris. Es passierte nicht in die Städte rund Brüssel. Es passierte nicht, wo die Migranten sind eine Gefahr genannt. Ich denke, dass wir brauchen nicht eine humanitarische Vision für Migranten zu haben. Ich bin gegen humanitarische Approach und gegen Sicherheit-Approach. Also ich brauche einen Doktor. Ich brauche nicht einen Kuss. Ich brauche Respekt für mein Recht. Und dasselbe passiert mit Migranten. Wir müssen nicht einen Kuss zu Migranten geben. Wir müssen nur respektieren, dass sie sind Menschen. Als wir sprechen über Migranten, als ich höre, die sogenannten Politiker, die sprechen über Migranten, aber sie denken, das sind Menschen, sind Personen, die Migranten sind die Tochter, die Mutter, der Vater, oder könnte sein der Verbannte. Und ich denke, dass dieser Preis für mich ist eine wunderschöne Ehre. Ich möchte wirklich, wirklich bedanken. Aber ich denke, das ist ein Preis für Zivilcourage. So viele Leute, die haben gedacht, dass Änderung könnte möglich sein. Und ich hoffe, dass auch heute in Europa wir werden denken, dass Änderung ist möglich. Und ich hoffe zuerst, dass wir werden eine Alternative zu kulturellem Populismus werden, weil kultureller Populismus, also ich habe heute zu unserer Botschafter gesagt, ist nicht in einer Partei, ist inner uns, inner jeder von uns. Es gibt ein Risiko, kulturelle Populisten zu werden. Wir brauchen gegen uns zuerst zu kommen, um die Möglichkeit haben gegen die Populisten, die außerhalb uns sind. Und ich möchte schließen in Erinnerung von zwei Männern, die haben das Leben verloren im Kampf gegen die Mafia. 19. Mai 1978, Aldo Moro ist gestorben, ermordet, gefunden. 19. Mai, gleiche Tage, ist Peppino Impastato ermordet geworden. Peppino Impastato war ein Junge, der wollte eine neue Sizilien haben. Und war im Kampf gegen die Familie, der war eine Mafia-Familie. Und war in Kontrast gegen den Vater, die Mutter, die Brüder, weil wollte die Sizilien frei von der Mafia zu sein. Und alle haben über Aldo Moro gesprochen. Niemand hat über Peppino Impastato, einen Junge in Cinis, ermordet. Und Peppino Impastato, die Wahrheit über Ermordung von Peppino Impastato war nicht möglich
weil Staatsanwalt, Carabinieri, Polizisten waren Freunde vom Mafiaboss. Und haben gesagt, dass er war ein Terrorist. Der ist ein Opfer von einem Attentat. Er wollte gegen den Zug zu organisieren. Voll falsch. Aber nach 10 Tagen, wir hatten in Cinici die Stadt wählen. Und Peppino Impastato war Kandidat in Demokratie Proletaria. Und er ist danach gewählt, nach Ermordung gewählt. Und Cinici war eine kleine Stadt in der Nähe von Palermo, wo Piersanti Mattarella hatte viele Leute, viele Freunde. Und er hat Piersanti, ich war juristischer Berater von Piersanti Mattarella, und Piersanti Mattarella war seit einem Monat Ministerpräsident von Sizilien. Präsident von Sizilien. Hat zu mir gesagt, Luca, komm mit. Ich muss unbedingt ein Gespräch haben in Platz, weil wir haben die Wahlen in Cinici. Ich habe gesagt, warum? Ich bleibe hier, ich muss, komm mit. Wir sind zusammengegangen. Und im Platz, das waren 1000 Leute. Und die Freunde von Peppino Impastato waren in nächster Linie. Sie haben gesagt, Mattarella assassino, Democrazia Cristiana mafiosa. Mattarella il mordo, Democrazia Cristiana mafiosa. Und Piersanti hat gesprochen durch viele Verbrechen und am Ende, also wir haben Platz gelassen, hat zu mir gesagt, die Freunde von Peppino, sie haben Recht. Sie haben Recht, gegen mich zu protestieren, gegen meine Partei zu protestieren. Aber sie wissen nicht, dass ich werde wie Peppino sterben. Peppino war gegen seine Familie, ich war gegen meine Partei. Verstehen Sie, was bedeutet heute zusammen Peppino Impastato und Piersanti Mattarella erinnern? Das heißt, dass Freiheit kommt von innerhalb. Kam von innerhalb meine Partei für Piersanti Mattarella, kam innerhalb meine Familie für Peppino Impastato. Ich hoffe, dass diese Freiheit wird von innerhalb von jedem Europäer in die nächste Zeit kommen, im Namen von Friedrich II. Danke. Danke.